mentioned earlier that we are part of a World Church family. Some of the latest statistics are up on the screen here for you. Und ich habe ja eben gesagt, dass wir ein Teil der weltweiten Gemeinde sind und einige Statistiken sind jetzt hier vorne an der Leinwand. We estimate at least 18 million, maybe more members if you count China. Wir schätzen, wir haben so ungefähr 18 Millionen Glieder, aber ohne China. We have amazing things to celebrate because we have an Adventist presence in over 209 countries. Und wir haben die Adventisten sind in 209 Ländern vertreten. I've had the privilege in traveling on all of the continents except for Antarctica. Und ich hatte das Vorrecht, schon auf allen Kontinenten gewesen zu sein, mit Ausnahme der Antarktis. And I can tell you it's exciting to see people in love with Jesus. Und ich sage euch, es ist wirklich toll, Leute zu sehen, die Liebe im Herzen für Jesus haben. People that fervently believe that Jesus is coming again. Leute, die überzeugt davon sind, dass Jesus wiederkommt. At the very heart of being an Adventist Vom Herzen Adventist sind. is sharing God's love to a lost world. Und wenn man das ist, dann bedeutet das, dass man Gottes Wort mit der Welt teilt. There's just something about having to share with others good news. Das ist einfach, mit den anderen die guten Neuigkeiten zu teilen. I'll never forget my first camp meeting that I was asked to speak at in America. Ich werde nie mein erstes Zeltlager vergessen, wo sie mich gebeten haben zu sprechen. The night before I left, my wife shared with me the good news that we were going to have a baby. Und den Abend, bevor ich wegging, da hat meine Ehefrau mit mir die guten Neuigkeiten geteilt, dass wir ein Kind bekommen werden. I had to travel the next week, and I think I smiled nonstop for a whole week. Und ich musste die ganze nächste Woche reisen und ich glaube, ich habe ununterbrochen gelächelt, die ganze Woche lang. And so I showed up, and the conference president was a very close family friend. Und ich bin da also aufgetaucht und der Konferenzpräsident war ein ziemlich guter Freund von unserer Familie. My wife said, "Keep it a secret." Und meine Frau hat zu mir gesagt, aber behalt's für dich, es ist noch ein Geheimnis. And as soon as I showed up, I was smiling still, and I was determined to keep a secret. Aber als ich da aufgetaucht bin, da habe ich immer noch gelacht über beide Ohren, aber ich war mir sicher, ich werde das für mich behalten. First words he said is, "What happened to you?" Aber die ersten Worte, die er zu mir gesagt hat, waren, was ist denn mit dir passiert? Oh, I'm just happy. I tried to not say anything. Und ich habe versucht, nichts zu sagen und habe gesagt, ach, ich bin einfach nur glücklich. He said, "I bet you're going to be a dad." Und dann hat er gesagt, ich wette, du wirst ein Papa werden. So I kept my word to my wife. Also ich habe mein Wort meiner Frau gegenüber gehalten. I didn't tell anyone, but he knew. Ich habe es niemandem gesagt, aber er wusste es eben. It's such good news. I couldn't keep it to myself. Das waren so gute Neuigkeiten, ich konnte es einfach nicht für mich behalten. That's just how it is with Jesus. Und das ist genau so, wie es mit Jesus ist. When we're in love with Jesus, it makes us smile. We're happy with joy. Und wenn wir in Jesus verliebt sind sozusagen, dann lachen wir, dann sind wir freudig. What I love about our early pioneers, that's how they knew Jesus, and we've looked at many different stories this past week. Und die letzte Woche haben wir schon viele Geschichten von unseren Pionieren angeguckt und sie waren genau so. What amazes me is how God uses imperfect people. Und was mich so beeindruckt ist, wie Gott nicht perfekte Menschen benutzt. Tonight I'll tell you some wonderful stories where God did amazing things. Und ich kann euch tolle Geschichten erzählen, wo Gott beeindruckende Dinge getan hat. But I wouldn't be honest with you if I didn't tell you that they also sometimes made some mistakes. Aber ich wäre nicht ehrlich zu euch, wenn ich nicht sagen würde, dass sie nicht auch Fehler gemacht haben. But actually, strangely, I find encouragement with that. Aber seltsamerweise finde ich Ermutigung da drin. Because sometimes I look at myself and I say, oh, what a mess. Und manchmal gucke ich mich selber an und denke mir, oh Mann, was für ein Durcheinander. And I'm thankful to God for His grace in my life. Und ich bin Gott so dankbar für seine Gnade in meinem Leben. What I'm about to share with you is an amazing story of God's providence. Und das, was ich mit euch jetzt teilen möchte, ist eine tolle Geschichte über Gottes Fürsorge für uns. And what makes it extra special is it happened very close to here. Und was es so besonders macht, ist, dass es ganz in der Nähe von hier passiert ist. Let me first begin with a quotation here. There we go. By John Evans Andrews, the person that you heard this skit about. Und wir wollen erst mit einem Zitat von John Andrews beginnen.
He wrote sensing the need for our church to become a global church family. Er hat es geschrieben, weil er einfach das Bedürfnis fühlte, dass unsere Gemeinde eine globale Gemeinde wird. Souls are perishing who may now be reached. Die Seelen gehen verloren, die hätten erreicht werden können. The time for labor is short. Die Zeit für die Arbeit ist nur kurz. The night in which no man can work is at hand. Die Nacht, in der niemand mehr arbeiten kann, ist kurz vor uns. Shall we not, while the day still lasts? Sollten wir denn nicht, solange es noch Tag ist, Do what we can so that by any means we may save some. das tun, was wir können, damit wir, wie es nur geht, so viele wie möglich retten können? Why would Jane Andrews say this? Warum würde John Andrews so etwas sagen? Well, it's very simple. Ja, das ist ganz einfach. The early church pioneers, they believed in the shut door. Die frühen Pioniere, sie glaubten an die verschlossene Tür. The shut door, Die verschlossene Tür, the shut door was simply the idea that the story of the wedding party, that the virgins that were waiting to go in, and then 5 were ready and 5 were not. die verschlossene Tür geht einfach nur um die Hochzeit, wo die Jungfrauen gewartet haben. Und 5 waren bereit reinzugehen und 5 nicht. And those that were ready were able to go in. Und diese 5, die bereit waren, konnten reingehen. The 5 that were not ready, the door was shut. Aber die 5, die nicht bereit waren, vor ihnen wurde die Tür geschlossen. Early Adventist pioneers understood this to refer to the close of probation after the Great Disappointment. Und die frühen Pioniere haben gedacht, das bezieht sich eben auf die Zeit nach der großen Enttäuschung. What else could it be? Was hätte es denn sonst sein sollen? And so they began to continue praying and searching their hearts. Und so haben sie weiter gebetet und ihre Herzen durchforscht. The problem is that not everybody had rejected the Adventist message. Aber das Problem war, dass nicht jeder die Adventbotschaft abgelehnt hatte. Well, how could the close of probation have occurred for them? They had nothing to reject. Wie hätte dann sonst das Ende der Gnadenzeit aktuell sein können für sie? And so what began as a closed door became an open door. Also das, was als eine verschlossene Tür angefangen hatte, endete schließlich als eine offene Tür. And so Adventists began to think about reaching out to do missions. Und die Adventisten dachten dann daran, hinauszugehen und Mission zu betreiben. The farthest away place they could imagine was, are you ready for this? Und der Ort, der am weitesten entfernt war in ihren Gedanken, das, was sie sich vorstellen konnten, jetzt Achtung, California. das war Kalifornien. But many people kept writing. They had relatives back in Europe. Aber viele Menschen haben angefangen zu schreiben, haben gesagt, naja, wir haben Verwandte in Europa. America is a nation of immigrants. Und Amerika ist ja so eine Nation von Immigranten. So there's many early examples of people writing back to relatives saying, this is really important, you need to learn about this. Und so gibt es viele Beispiele, wo Menschen ihren Verwandten schreiben und sagen, das ist wirklich sehr wichtig, du musst was lernen darüber. But every time they tried to send a missionary, something bad happened. Aber jedes Mal, wenn sie versuchten, einen Missionar zu schicken, ist etwas Schlimmes passiert. The first missionary that they authorized apostatized. What is that? They left the church. Der erste Missionar, den sie also autorisiert haben zu gehen sozusagen, er hat die Kirche verlassen, die Gemeinde He verlassen. didn't get the position in the church he wanted. Denn er hat nicht die Position in der Gemeinde bekommen, die er haben wollte. And so he left. Und deswegen ist er gegangen. And so and then other times there just wasn't enough money for them to be able to send a missionary. Und ein andermal gab es nicht genug Geld, um einen Missionar zu schicken. Then there came this man, Michael Belina Tchaikovsky, Und dann kam dieser Mann, Michael Belina Tchaikovsky, one of the most interesting, colorful characters in Adventist history. einer der interessantesten und buntesten Charaktere in der Geschichte der Adventisten. He was a Polish priest. Er war ein polnischer Prediger. And as he was sharing, he went down to Italy. Und während er die Nachricht teilte, ging er nach Italien.
He did lots of traveling through various parts of Europe. Er reiste sehr viel in verschiedenen Teilen von Europa. By 1851, he became disenchanted with the Roman Catholic Church. 1851 war er nicht so ganz einer Meinung mit der katholischen Kirche. And he decided to get married and renounce Catholicism. Und er hat sich entschieden zu heiraten He left the Catholic Church. und die katholische Kirche zu verlassen. And then he moved to the United States. Und dann ist er in die Vereinigten Staaten gezogen. While in Ohio in the United States in 1854, Er war in Ohio 1854 he heard an evangelistic series by James White. und dort hat er eine Evangelisation gehört von James White. He said, "This is truth from God's word." Und daraufhin hat er gesagt, das ist die Wahrheit von Gottes Wort. And so he began preaching, and early references referred to him as Brother Tchaikovsky. Und so fing er an zu predigen und es gibt Verweise, die darauf hinweisen, dass er als Bruder Tchaikovsky angesprochen wurde. One of the things that I love in the early pioneers of our church is they called each other brother and sister. Und eine Sache, die mir sehr gut gefällt bei den frühen Pionieren, das ist, dass sie einander Bruder und Schwester genannt haben. I think that's a beautiful way to refer to one another in a church family. Ich finde, es ist eine schöne Art, um miteinander umzugehen in einer Kirchenfamilie. By 1869, he had a burden to go back to his family in Europe. 1869 lag es ihm schwer auf dem Herzen, er wollte so gerne zu seiner Familie nach Europa wiedergehen. So he went to the church leaders. Also ist er zu den Gemeindeleitern gegangen. Please send me. Und hat sie gebeten, bitte sendet mich. Well, church leaders were considering sending a missionary. Und naja, die Gemeindeleiter hatten schon überlegt, einen Missionar zu schicken. But it couldn't have come at a worse time. Aber es hätte nicht zu einem schlimmeren Zeitpunkt kommen können. There were several major leadership problems at the church headquarters. Es gab einige Probleme in der Gemeindeleitung. Without getting into a lot of specifics, I just don't have time tonight. What I can tell you is that there was incredible challenges, spiritual challenges. Ich möchte nicht in die Einzelheiten eingehen, aber ich kann euch nur sagen, es gab unglaubliche Herausforderungen, denen sie gestellt waren. But it wasn't just the church leaders, it wasn't just them trying to hold things up. Aber es waren nicht nur die Gemeindeleiter, die versucht haben, die Dinge beizubehalten oder am Stehen zu erhalten. Because Tchaikovsky had some challenges as well. Der Tchaikovsky hatte auch Herausforderungen, mit denen er kämpfen musste. See, wherever he had evangelistic meetings, he left the town owing people money. Und immer dort, wo er Evangelisationen gehalten hatte, hat er die Stadt verlassen und hat Leuten Geld geschuldet. Church leaders knew that funds were already tight, so they needed somebody to be careful with money. Und die Gemeindeleiter wussten, das Geld war knapp und so brauchten sie jemanden, der gut mit dem Geld umgehen konnte. So they tried in the nicest way they could to not disappoint his hopes. Und sie haben auf die netteste Art und Weise versucht, ihm abzusagen, um nicht seine Hoffnungen zu enttäuschen. And Tchaikovsky was determined, and I admire his determination. Aber Tchaikovsky, er war absolut darauf eingestellt und ich bewundere seine Einstellung, in der er so fest war. He found the Advent Christian Church. The Advent Christian Church. Er fand die Advent-Christengemeinde. It's another denomination, but that came out of the Millerite movement, but don't keep the seventh day as the Sabbath. Es ist eine andere Denomination, die aus der Miller-Bewegung kam, aber sie halten nicht den Sabbat als den 7. Tag. Would you please send me as a missionary for your church? Würdet ihr bitte mich als einen Missionar für eure Gemeinde schicken? And I don't know what he did about the Sabbath, but somehow maybe they just didn't talk about that. I don't know. Und ich weiß nicht genau, wie er das mit dem Sabbat gemacht hat. Vielleicht haben sie einfach nicht darüber geredet. They said, sure, we'll send you. Und sie haben gesagt, sicher, wir schicken dich. And so he went through various parts of Italy and then up through Switzerland and Germany and traveled quite a bit through Europe. Und so reiste er durch Italien, die Schweiz, durch Deutschland und so ein paar andere Orte in Europa. He was sorry to use a big word, indefatigable, Okay. tireless. Also er war unermüdlich. And just the other day, I'll show you some more pictures. We were looking at the Tramelin Church. Und erst vor ein paar Tagen, da haben wir die Gemeinde in Tramelin angeguckt.
Your pastor told me a story I hadn't heard before. Und euer Prediger hat mir eine Geschichte erzählt, die ich vorher nicht gehört hatte. How he had his trunk and then it spilled and fell in the snow and the books fell everywhere. Und wie er seinen Koffer hatte, voll mit Büchern, und der ist ihm runtergefallen und die Bücher sind in alle Richtungen Well, geflogen. he did what he could to pick up the pieces and keep going. Aber er tat, was er konnte, um alles wieder aufzusammeln und weiterzugehen. He was determined to share Jesus, and so he went from one valley to the next, sharing literature and having Bible studies. Er war sich sicher, er möchte die Botschaft von Jesus teilen, und so ging er von Haus zu Haus und gab Bibelstunden. I find it very interesting, this part of southern Germany and Switzerland, where the Anabaptists were very strong, was where his message, people began to listen. Und es ist interessant, dass hier in Süddeutschland und in der Schweiz, wo die Wiedertäufer, die Botschaft von ihnen auch sehr stark war, Menschen auf ihn gehört hatten. I never realized that to this week, and so we're all learning new things. Und es wurde mir noch nie so bewusst bis zu dieser Woche. Und so lernen wir alle neue Sachen. And so the early church leaders, they said, wow, this is amazing, and they prayed for his success. Und die frühen Gemeindeleiter haben gesagt, Mensch, das ist ja toll, und sie haben gebetet für seinen Erfolg. A short time later, another lady that we've talked a little bit about this week, Und kurze Zeit später gab es da eine andere Frau, über die wir schon mal diese Woche gesprochen hatten. there, Ellen White, she also had a vision in December of 1871. Sie hatte auch eine Vision im Dezember 1871. In this vision, she was shown In dieser Vision wurde ihr gezeigt, that Seventh-day Adventists have truths of vital importance to test the world. dass die Siebentags-Adventisten eine wichtige Wahrheit haben, die sie der Welt verkünden müssen. After that, she had another inspired dream. Und dann hatte sie einen weiteren inspirierten Traum. She was told in that dream that she needed to urge the church for a worldwide work. Und in diesem Traum wurde ihr gesagt, dass sie die Gemeinde doch eindringlich bitten soll, dass sie eine weltweite Arbeit tut. Sometimes God has to work in many different ways to get our attention. Manchmal muss Gott auf viele verschiedene Art und Weisen arbeiten, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. See, I believe God was using Tchaikovsky Ich glaube daran, dass Gott Tchaikovsky benutzt hatte. and even the early missionaries I mentioned that went to California. Und auch die frühen Missionare, die nach Kalifornien gingen, As well as Ellen White's visions sowie Ellen Whites Visionen, to impress upon the leaders of the church that they needed to think much bigger than they could ever imagine. um die Gemeindeleiter so sehr zu beeindrucken, damit sie viel weiter denken konnten, als sie sich eigentlich vorstellen konnten. God has a worldwide message. Gott hat eine weltweite Botschaft. And so church leaders began to think in an entirely different way. Und so fingen die Gemeindeleiter an, auf eine komplett andere Art und Weise zu denken. We call this in America a paradigm shift. Wir nennen das in Amerika ein Paradigmenwechsel. Did I skip a slide? I'm sorry. I'm having. Yeah, I think the batteries. Can you go back? I'm going to have you guys help me. I think this just died on me. Könnt ihr mir helfen, noch eine Folie zurückzugehen, hinten in der Technik? Yeah, thank you, Daniel. And anyways, there was a big shift that occurred among the early pioneers of our church. Also es gab da einen großen Wechsel in der Kirche oder in der Gemeinde der Pioniere. One of the first to recognize this was John Nevins Andrews. Und einer, der das bemerkt hatte, war John Andrews. He wrote a very significant article in the review. Er hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben. It almost reads like a corporate confession. Es liest sich fast so wie ein Geständnis. He started out by saying, "We cannot help acknowledging our backwardness about these Adventists in Europe." What is backwardness? Wir können nicht anders, als unsere Rückständigkeit zuzugeben oder anzuerkennen, die wir in Europa haben. Because what happened is Tchaikovsky, he kept moving on. Denn Tchaikovsky, er ging immer weiter. Fortunately, he had left behind some literature. Und zum Glück hatte er ein bisschen Literatur hinter sich gelassen. And the people in Tramelan, Switzerland, just south of us,
Und die Menschen in Tramelan in der Schweiz, ganz in der Nähe hier, they began to write letters and say, please send someone to teach us more. und sie fingen an, Briefe zu schreiben und haben geschrieben, bitte sendet uns doch jemanden, der uns noch mehr beibringen kann. But there were also significant changes or paradigm shifts in their theological thinking. Aber es gab auch diesen Paradigmenwechsel in ihrem theologischen Denken. James White wrote a series of articles. James White schrieb eine ganze Serie von Artikeln. He linked the message that was to go to the world in the three angels' messages in Revelation chapter 14. Er schrieb über Offenbarung 14, über die 3 Engelsbotschaft. He argued significantly that these were linked to the gospel commission in Matthew chapter 24. Und er argumentierte, dass diese Stellen mit Matthäus 24 verbunden waren, mit dem Evangelium. But now who would go? Aber wer sollte jetzt gehen? And that's when John Nevins Andrews comes in. Und das ist der Zeitpunkt, wo John Andrews ins Spiel kommt. You see, he had some real challenges too. Er hatte auch große Herausforderungen. Sometimes we like to talk about all of the accomplishments. Und wir reden ganz gerne über all die Errungenschaften. But in the couple years before he left to be a missionary, it was very hard times for him. Aber ein paar Jahre bevor er ging, um ein Missionar zu sein, hatte er eine sehr schwere Zeit. He and his wife Angela, and they lost one of their children. Er und seine Frau, sie haben eins ihrer Kinder verloren. He'd become discouraged and for a time had left the ministry. Er war entmutigt und hat eine Zeit lang den Dienst für Jesus verlassen. In a nutshell, he came back and he was placed in positions of leadership. Um es kurz zu sagen, er kam dann zurück und wurde in die Position der Leitung gestellt. For a short while, he was even General Conference President. Eine kurze Zeit war er sogar Präsident der Generalkonferenz. I think from having studied his life, if you asked him, he probably would have told you that it was probably the hardest time of his life. Ich habe sein Leben studiert und ich glaube, ich kann sagen, wenn ihr ihn fragen würdet, würde er sagen, das war die härteste Zeit meines Lebens. Politics in Battle Creek were really terrible. Die politische Situation sozusagen in Battle Creek, die war schrecklich. The church was caught up in a big controversy. Die Gemeinde war in einer großen Auseinandersetzung. It all started when one church member wrote a letter that she didn't think another church member was good enough to be baptized. Und das Ganze fing an damit, dass ein Gemeindeglied einen Brief geschrieben hatte und schrieb, ein anderes Gemeindeglied wäre nicht gut genug, um getauft zu werden. So everybody started looking at each other to see whether they were good enough. Und jeder guckte also sich einander an und versuchte herauszufinden, sind wir denn jetzt gut genug? Ellen White writes about how there was bitterness and criticism in the Battle Creek Church. Und Ellen White schreibt darüber, wie da Kritiksucht und Verbittertheit in der Gemeinde war. And she said that John Nevins Andrews was responsible for his failure of leadership. Und sie sagte auch, dass John Andrews verantwortlich war für den Fehler in seiner Leitung. There's some early testimonies that were written. They were addressed to him. Es gibt da so ein paar frühe Zeugnisse, die geschrieben wurden und sie wurden an ihn adressiert. Ellen White called for a radical change of the heart. Sie bat um eine radikale Veränderung des Herzens. John Nevins Andrews was just frustrated. Aber John Andrews, er war komplett frustriert. And then to make matters worse, his wife, Angelin, died from tuberculosis. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, starb seine Frau Angelin an Tuberkulose. He went through a deep personal and spiritual crisis. Er ging durch eine tiefe persönliche und auch geistliche Krise. Today we would call it a leave of absence. Leave of absence, time off from work. Heute würden wir das eine Auszeit nennen, sozusagen. I'm sorry, I try not to use American terms, but but he had some time off and then he started working on his writing. Er hatte also eine Zeit lang frei und dann fing er an, er fing wieder an zu schreiben. He wrote a beautiful book on the history of the Sabbath. Er schrieb ein schönes Buch über die Geschichte des Sabbats. And when the call came forth that they needed a missionary, und dann, als der Ruf kam, dass sie einen Missionar brauchten, as he and his 2 teenage children, as they prayed about it, they felt God tugging at their hearts. und als er und seine 2 kleinen Kinder darüber beteten, dann
fühlten sie, dass Gott ihre Herzen anrührte. And so they said, we will go. Und so sagten sie, wir werden gehen. And by the way, Ellen White, when she heard that Andrews would go, Und so nebenbei, als Ellen White hörte, dass Andrews gehen würde, she said that we sent to Europe our very best. da sagte sie, dass wir nach Europa unseren Besten schicken. And so things began to change. Und so fingen die Dinge an, sich zu verändern. This last year, I just wrote an article on this, and it's always amazing. I have to refresh all of this because all of the dates, even though I've done a lot of research on this, but for a long time we've had even the wrong date when he went over to Europe. Und erst letztes Jahr habe ich wieder an dem Artikel gearbeitet und ich musste ihn korrigieren, denn wir hatten bis letztes Jahr ein falsches Datum, als er nach Europa ging. That's why it's always good to do your own research. Und deswegen ist es ganz gut, selber zu forschen. But we know that on September 14, 1874, that he and his two children boarded the SS Atlas to come to Europe. Am 14. September 1874 wissen wir, dass er und seine zwei Kinder ein Ticket gebucht hatten, um nach Europa zu kommen. They prayed as they went along. Und sie beteten auf ihrer Reise. Jane Andrews said that they felt holy angels that were with them on that ship. Und Andrews sagt, dass er heilige Engel gespürt hatte, die mit ihnen auf dieser Reise waren, die sie begleitet haben. They first landed in Liverpool, England. Und zuerst kamen sie an in Liverpool in England. And I like Jane Andrews because he liked to visit church history historic sites. Und ich mag Andrews, weil er mochte es auch, die Kirchen und die historischen Plätze anzuschauen. He visited some of the sites of the martyrs from the Reformation. Und er besuchte ein paar Sehenswürdigkeiten der Märtyrer von der Reformation. He wrote a very interesting thing in his diary. He asked himself the question, could I be faithful unto death? Und er schrieb eine sehr interessante Sache in sein Tagebuch. Er hat sich gefragt, könnte ich bis zum Tode treu bleiben? He wasn't sure if he could. Er war sich nicht sicher, ob er könnte. But he prayed that God would give him strength for the task at hand. Aber er betete, dass Gott ihm Kraft geben möge für die Aufgabe, die vor ihm stand. In summary, he felt very inadequate for the incredible challenges and opportunities ahead. Ja, zusammenfassend kann man sagen, er fühlte sich wirklich nicht geeignet für die ganzen Herausforderungen, die auf ihn warteten. They kept traveling all the way across Europe. Und sie reisten den ganzen Weg durch Europa. He wrote about how he'd never seen things like he had seen before on the trains, with just dropping right off. Und er schrieb, dass er Dinge gesehen hat, die er vorher noch nie gesehen hat. Und zwar, dass neben dem Zug die Klippe direkt runterging. Every week he sent in a report to church leaders back in Battle Creek, Michigan. Und jede Woche hat er einen Bericht den Gemeindeleitern in Battle Creek geschickt. Do you know what he said the hardest challenge was for him? Und wisst ihr, was die härteste Herausforderung für ihn war? The language barrier. Die Sprachbarriere. He struggled trying to learn languages. Er hat so gekämpft, Sprachen zu lernen. And yet he pressed on anyways. Aber er ging dennoch weiter, trotz den Schwierigkeiten. What's kind of very interesting is that once he arrived, he met up with some of the early Adventists in Tramelin. Und als er ankam in Tramelin, hat er sich mit den ersten Adventisten dort getroffen. And after he'd been here a short while, he began to go on some trips. Und nachdem er eine kurze Zeit dort war, fing er an, kurze Ausflüge oder Reisen zu machen. He said the most difficult task after the language was that there was an early Adventist leader. Und die zweitschlimmste Herausforderung gleich nach der Sprachbarriere war, dass es da einen frühen Gemeindeleiter, einen ersten Gemeindeleiter gab. Jacob Erzenberger, he was a disciple of Tchaikovsky. Jakob Erzenberger, er war ein Jünger Tchaikovskys sozusagen. But somehow the church members in Tramelin did not trust him. Aber irgendwie haben die Gemeindeglieder in Tramelin ihm nicht vertraut. I'm still trying to piece together the story. Und ich versuche immer noch, diese Geschichte zusammenzupuzzeln. But what I do know is that Andrews had to reconcile the church. Aber das, was ich weiß, ist, dass Andrews die Kirche oder die Gemeinde zurechtweisen musste. But Versöhnen musste. Ja. after a few weeks, he wrote a very happy report that there had been weeping and tears, and they had come together and their hearts were reconciled.
Und nach ein paar Wochen schrieb er einen Bericht wieder und er schrieb, dass es viel Weinen gab und viele Tränen geflossen sind, aber die Gemeinde ist wieder versöhnt, ihre Herzen sind versöhnt. Erzenberger became a pillar of strength here in Europe. Erzenberger wurde sozusagen eine starke Säule hier in Europa. One of the very first trips he did soon after getting here was to go with Erzenberger up to Germany. Und eine der ersten Reisen, die er unternahm, war es, mit Erzenberger hierher nach Deutschland zu kommen. And they spent actually a couple of months. They came up here to Germany and held evangelistic meetings. Und sie verbrachten einige Monate mit Reisen. Sie kamen nach Deutschland und hielten eine Evangelisation. I have it in my notes, and I should have asked ahead of time, but Solingen? Yeah, that's where they went and held meetings. In Solingen, dort sind sie hingegangen und haben die Evangelisation gehabt. Erzenberger was so proficient and was doing so well that he stayed here in Germany and helped to found the work here. Und Erzenberger ist dann schließlich hier in Deutschland geblieben und hat geholfen, das Werk aufzubauen. Jane Andrews, for his part, he started a publishing press. Und John Andrews hatte einen Verlag aufgemacht. He kept hearing reports that there were Sabbath keepers all across different parts of Europe. Er hörte Berichte von überall her, dass es in ganz Europa verschiedene Sabbathalter gab. So he came up with a very creative idea. Und so kam ihm eine sehr kreative Idee. He started putting advertisements in all the major newspapers in Europe that looking for other people that believed in the seventh-day Sabbath. Und er machte Werbung in all den großen Zeitungen in Europa, um zu schauen, wer hält sonst noch den Sabbat. If they keep the Sabbath, surely they would like to know more about what he believed. Wenn sie den Sabbat halten, dann würden sie bestimmt mehr wissen wollen über das, was er glaubt. And it worked. Und es hat funktioniert. He started corresponding with people in the Netherlands, Er fing an, Briefverkehr mit Menschen aus den Niederlanden zu haben. in places as far away as Romania. Aus Orten weit weg, zum Beispiel aus Rumänien. And so he started sending them some of the early literature that they had. Und so fing er an, ihnen Literatur zu schicken, die sie damals hatten. They started a new French periodical. Und sie fingen auch an mit einer französischen Zeitschrift. Now, I forgot to tell you one very interesting thing. Und ich habe vergessen, euch was Interessantes zu erzählen. As he struggled with learning different languages here in Europe, Als er gerade damit kämpfte, die verschiedenen Sprachen hier in Europa zu lernen, he tried to explain to Adventists back in America what it was like. versuchte er den Adventisten in Amerika zu erklären, wie das so ist. You'll have to tell me what you think of this. Und ihr müsst mir sagen, was ihr jetzt darüber denkt. He said that it would be like America having everybody speak a different language in each state. Er sagte, das ist so, als ob in Amerika in jedem einzelnen Staat eine andere Sprache gesprochen werden würde. And so they decided to really focus on their French. Und so entschieden die sich, sie möchten sich konzentrieren aufs Französisch. We have a copy of a covenant that they signed together. Und wir haben da eine Kopie von einem Vertrag, Bund, den sie unterschrieben hatten. It reads simply, "We hereby covenant together that we will only use the French language in our conversation." Und sie schreiben dort, hiermit schließen wir den Bund, dass wir in unseren Gesprächen nur noch Französisch benutzen werden. They had one exception. Sie hatten nur eine Ausnahme. That was they could speak German. Und das war, sie könnten Deutsch sprechen. What's amazing is that even if Andrew struggled with learning new languages, Was toll ist, auch Andrews, er kämpfte, neue Sprachen zu lernen. his children, Mary and Charles, they learned the languages really well. Seine Kinder, die Mary und Charles, die haben die Sprachen sehr gut gelernt. Mary turned 13 on the voyage across the Atlantic Ocean. Mary wurde 13, als sie auf der Reise auf dem Atlantischen Ozean waren. She was such an expert in French Sie war so eine Expertin in Französisch, that after they translated the articles, dass nachdem sie die Artikel übersetzt hatten and the native-speaking French people corrected the proofs, und die einheimischen französischen Menschen, die den Artikel korrigiert hatten nochmal, she was the one that corrected the proofreaders. dann hat sie, also Mary, nochmal die Testleser sozusagen, die Korrektoren, noch einmal It's korrigiert. just something about children that learn other languages when they're young. Das ist einfach so, wenn Kinder andere Sprachen lernen, solange sie noch jung sind. I can understand a little bit. I have 2 small children. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe 2 kleine Kinder. They're starting to learn to speak Tagalog, the Filipino language. Und sie fangen an, Tagali zu lernen. Das ist die philippinische Sprache.
And then my son has some friends from Russia, Und mein Sohn hat Freunde aus Russland and they play in the playground. und sie spielen auf dem Spielplatz. So he's teaching them English, and they're teaching him Russian. Und er bringt ihnen Englisch bei und sie bringen ihm Russisch bei. My daughter's also learning Spanish. Und meine Tochter lernt auch Spanisch. I don't know what they're going to sound like when they grow up. Und ich weiß überhaupt nicht, wie die sich anhören werden, wenn sie mal erwachsen sind. Such a beautiful thing when children learn different languages. Das ist so eine tolle Sache, wenn Kinder verschiedene Sprachen lernen. So I thought you'd like to see, I know I showed you some, let's see if this works. Go ahead to the next slide for me, please. When you guys are ready in the back, go ahead. Thank you. Okay, this is the street that you go up to find the Tramelin Church. Das ist die Straße, die man hinaufgeht zu der Gemeinde von Tramelin. The first Seventh-day Adventist church organized outside of North America. Das ist die erste organisierte Gemeinde außerhalb von Nordamerika. It happened right here in Europe. Das ist genau hier in Europa passiert. Go ahead to the next slide. There it is, the Tramelin Church. Das ist die Gemeinde von Tramelin. And go ahead, another slide. You guys will have to, thanks for helping me, Daniel. By the way, it was during this early formative stage that Jane Andrews came up with the bright idea of having a council to bring together all the leaders from the different churches. Es war ungefähr um diese Zeit, als John Andrews die Idee hatte, etwas einzurichten, um alle Gemeindeleiter zusammenzubringen. That first European Council was held October 17 to 18, 1874. Der erste Missionsrat wurde gehalten im, when was it? 1874. Im Oktober 1874. And they began to encourage each other. Und sie fingen an, einander zu ermutigen. Jane Andrews used his personal savings to finance his work here in Europe. John Andrews hat seine persönlichen Ersparnisse benutzt und gebraucht, um das Ganze hier, die Arbeit in Europa zu finanzieren. When he wrote back to church leaders and asked for extra funds, Als er dann den Gemeindeleitern schrieb und gebeten hatte um noch mehr Geld, he had been given a very small amount of money. da wurde ihm nur ein ganz kleiner Betrag gegeben. He had taken his entire life savings. Und so nahm er seine gesamten Ersparnisse. And then it was only after he had spent all his own money Und erst als er sein eigenes Geld komplett ausgegeben hatte, that he asked for just a little bit more. dann hat er nochmal gefragt für nur ein wenig mehr. Ellen White was shown in vision that our church needed to do more to help them financially. Und Ellen White hatte eine Vision, in der gezeigt wurde, unsere Gemeinde sollte mehr machen, um ihm finanziell zu helfen. She saw Jane Andrews that they were in desperate financial need. Und sie sah John Andrews, dass er ganz verzweifelt war und in einer finanziellen Notlage steckte. So the church began a major fundraising campaign. Und so hat die Gemeinde einen Aufruf gemacht, um Geld zu sammeln. And so in response to that very modest request, Und so antworteten sie auf diesen milden Aufruf oder Frage. the church sent some $10,000. Die Gemeinde schickte ihm $10.000. This was the seed money to buy a press, buy their own press. Das war das Geld eigentlich gewesen, um ihren eigenen Verlag zu kaufen. What's interesting is that soon after the mission was established here in Europe, Und kurz nachdem das Missionswerk hier in Europa gegründet wurde, that missionaries from here went to very many other places in the world. da gingen die Missionare von hier in viele verschiedene Teile der Erde. Because being a missionary is not just a one-way process. Denn ein Missionar zu sein ist nicht nur so ein Einwegprozess. We're part of a worldwide movement. Wir sind Teil einer weltweiten Bewegung. So as many of these early missionaries here in southern Germany and Switzerland that went to the far reaches of the earth. Und so gab es eben viele Missionare in Europa und in der Schweiz, die an weit entfernte Teile der Erde reisten. Places like Australia and New Zealand, Orte wie Australien und Neuseeland, the Middle East and Africa. Mittelasien und Afrika. Adventists began to embrace a mission to the world. Und die Adventisten fingen an, eine Mission in die Welt zu bringen. They began to encompass that vision that they had seen. Und sie fingen an,
eine Mission zu befolgen von der Vision, die sie gesehen hatten. right on up to the present with our strong emphasis on global mission. Und mit der starken Betonung auf die Mission. What's very interesting is that recently that our church leaders began to take a look. Und schließlich fingen dann die Gemeindeleiter an, darauf zu achten. Because if we count up the statistics of 209 countries, we can feel very good about ourselves. Denn wenn wir jetzt so unsere Statistiken angucken und wir sehen, es sind 209 Länder, dann fühlen wir uns gut damit. What's there left to do? Es gibt ja fast nichts mehr, was wir noch tun sollten. And sometimes it's very easy to think that way. Und manchmal ist es sehr einfach, so zu denken. But then they started counting up all the different languages around the world. Aber dann fingen sie an, alle Sprachen auf dieser Welt zu zählen. They came up with 5,257 languages. Und sie kamen dann auf 5.257 Sprachen. Adventists had a presence in less than half of those languages. Und die Adventisten waren vertreten in weniger als der Hälfte dieser Sprachen. We may feel good about ourselves in one sense, Auf einer Seite fühlen wir uns vielleicht ziemlich gut, but if we're truly honest with ourselves, there's still a lot left to do. aber wenn wir wirklich ehrlich zu sich selbst sind, dann werden wir feststellen, es gibt noch sehr viel zu tun. And so part of the global mission initiative that our church has had, Die globale Mission ist so erst der Anfang, den unsere Gemeinde hat. is to make sure that we have an Adventist presence in every people group that has 1 million or more people around the world. Wir sollten vertreten sein in jeder Völkergruppe, die es hier auf dieser Erde gibt. Elder Ted Wilson, our General Conference President, Unser Präsident der Generalkonferenz, he has a vision for our church to do evangelism in the big cities of the world. er hat die Vision, dass wir Evangelisationen machen in all den großen Städten dieser Welt. Just this last year, there was a big initiative that occurred in New York City. So wie letztes Jahr, da gab es so eine große Initiative in New York City. And there's other cities around the world that are being deliberately targeted. Und es gibt andere Städte überall auf der Welt, auf die genau abgezielt wird. In April, they're going to do the next big city will be in Manila in the Philippines. Im April wird es in Manila sein, auf den Philippinen. The metro Manila area has some 20 million people. Und das Gebiet von Manila hat 20 Millionen Menschen. I couldn't imagine until I started to try to drive in Manila. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, bis ich anfing zu fahren in Manila. And then you start to look at what missiologists call the 1040 window. Und dann schauen wir uns dieses 1040 Fenster an. Which basically covers most of North Africa and much of Asia. Und das deckt so Nordafrika und Teile von Asien ab. They started realizing that 90% or more of those regions of the world are unreached. Und man fing an zu begreifen, dass etwa 90% von diesen Gegenden total unerreicht sind. My friends here at the Lar Seventh-day Adventist Church, we have a lot of work to do. Meine Freunde hier in der Lara Gemeinde, wir haben sehr viel zu tun. So I want to thank you for your support of Adventist mission. Und ich danke euch für die Unterstützung der adventistischen Mission. At the same time, I want to challenge you. What may God be asking you to do? Aber im selben Moment möchte ich euch auch herausfordern. Was könnte Gott von euch persönlich wollen? It could be as simple as praying for missionaries. Das könnte vielleicht so einfach sein, wie für Missionare zu beten. The other night, I showed you a picture on the screen. An einem anderen Abend hatte ich euch da so ein Bild vorne gezeigt. It's the second coming of Christ by an artist from Thailand. Das war das zweite Kommen Jesu von einem thailändischen Künstler. I like that particular picture because it's trying to explain the second coming of Christ so that a Buddhist can understand the image. Und ich mag dieses Bild, denn es zeigt es so, wie ein Buddhist das zweite Kommen Jesu verstehen könnte. I think it's very beautiful. It may not always make a lot of sense to us. Und ich finde, es ist schön und vielleicht macht es für uns persönlich nicht so viel Sinn. But someone from Thailand will look at that and they will recognize the symbols. Aber jemand aus Thailand würde dieses Bild angucken und würde die Symbole darauf erkennen. And so they're just trying to share Jesus, the good news that Jesus is coming again. Und so versuchen sie einfach, die Botschaft von Jesu Wiederkommen zu teilen. I brought some of those for our students at the church school. Und ich habe einige von diesen den Schülern in der Schule mitgenommen.
I had a few left over, so I shared some of them tonight. Und ich hatte noch ein paar übrig, deswegen habe ich sie heute Abend mit euch geteilt. I didn't want to do it tomorrow morning because I didn't have very many. Ich wollte es morgen früh nicht machen, denn ich hatte nicht so viele. But I'm giving it tonight and probably more appropriate because we're talking about mission. Und vielleicht ist es heute Abend sogar passender, denn wir reden über die Mission. I hope you'll put that somewhere that will remind you when you pray. Und ich hoffe, ihr macht es irgendwo an einen Ort, wo ihr euch immer wieder daran erinnert, wenn ihr betet. Pray for the worldwide work of the Seventh-day Adventist Church. Betet für die weltweite Arbeit der Gemeinde der Adventisten. Pray that God will open your heart. Betet, dass Gott eure Herzen öffnet. I don't know what that may be, Ich weiß nicht, was das sein könnte, but I hope you'll take that as a personal challenge. aber ich hoffe, dass ihr das als eine persönliche Herausforderung nimmt. Ask God to speak to you. Fragt Gott, bittet ihn darum, zu euch zu sprechen. You just never know what could happen. Ihr wisst nie, was passieren kann. Now I have to tell you my personal story. Und ich möchte euch mal meine persönliche Geschichte erzählen. See, when I met my wife Heidi in college, Als ich damals meine Frau Heidi im College traf, she asked me, "Would you like to be a missionary?" dann fragte sie mich, möchtest du ein Missionar sein? She had grown up as a missionary kid. Sie wuchs nämlich auf als ein Missionarskind. Sure, that sounds great. Sicher doch, das hört sich gut an. And so after college, I sent the General Conference my resume. Und nach dem College habe ich sozusagen meine Bewerbung der Generalkonferenz geschickt. They sent me a very kind rejection letter. Und sie haben mir aber eine sehr nette Absage zurückgeschickt. I still have it in my files somewhere. Ich habe es immer noch in meinen Unterlagen. And then I didn't think about it again. Und so habe ich nie wieder daran gedacht. And about 2 years ago, we got a phone call. Und ungefähr vor 2 Jahren bekamen wir einen Anruf. Completely unexpected. We were shocked. Komplett unerwartet. Wir waren total schockiert. Now I have to tell you and back up and tell you that my children during family worship that they had been praying. Und ich muss euch sagen, dass während unserer Familienandacht haben unsere Kinder gebetet. Dear Jesus, we want to be missionaries. Sie haben gebetet, lieber Herr Jesus, wir möchten Missionare sein. My wife and I thought that was very cute. Und meine Frau und ich dachten, naja, das ist ja sehr niedlich. And the General Conference called. Und die Generalkonferenz rief uns an. So sometimes you have to be careful what you pray for, Und so manchmal muss man aufpassen, um was wir beten. even what your children pray for. Sogar was eure Kinder beten. God might just very well answer your prayer. Und Gott kann eure Gebete sehr wohl erhören und beantworten. In any event, we prayed about it as a family. Und schließlich, wir beteten darüber als Familie. I knew sort of where the Philippines were. Ich wusste so ungefähr, wo die Philippinen sind. I started looking at that. That's a long ways away. Und ich habe dann genauer geguckt und dachte, naja, das ist sehr weit weg. But as we prayed about it, we felt God tugging our heart as well. Aber als wir dann darum beteten, dann fühlten wir, dass Gott unser Herz berührt. So now here we are living in a faraway place. Und da sind wir jetzt. Wir leben nun an einem Ort sehr weit weg. But it doesn't matter whether it's close or far away. Aber das macht nichts. Es macht keinen Unterschied, ob es nah ist oder weit weg. Jesus calls us to be missionaries for him each and every day. Gott ruft uns, um Missionare für ihn zu sein, jeden Tag. To use our influence to tell others the good news about the gospel. Um unseren Einfluss nutzen zu können, damit wir anderen vom Evangelium erzählen können. And I want to come back to Jane Andrews. Aber ich möchte wieder zu Andrews zurückkommen. Because here he was building up the work of the church here in Europe. Denn hier stand er und hat versucht, das Werk in Europa aufzubauen. Remember, his wife had passed away tragically. Erinnert euch, seine Frau ist gestorben. And while he was here, as the church work had grown, he needed to go back to the general conference to give a first-hand report. Und als dann so die Gemeindearbeit heranwuchs, musste er zurückgehen zur Generalkonferenz, um einen Bericht zu geben. But shortly before he was to leave on his trip, his precious daughter Mary began to have the telltale cough of tuberculosis. Aber kurz bevor er gehen wollte oder losreisen wollte, fing seine Tochter an mit diesem bekannten Husten, der für Tuberkulose bekannt war. He sent an urgent telegram to the General Conference. Can I please bring my daughter with me? Und er schickte ein dringendes Telegramm an die Konferenz und hat gebeten, ob er nicht seine Tochter mitnehmen dürfte. At my own personal expense.
Und ich werde selber dafür aufkommen. She needs medical treatment. Sie braucht medizinische Behandlung. By that time, we had one of the best hospital sanitariums in the world. Und damals gab es dort das beste Sanatorium der Welt. Under the leadership of the very capable Dr. John Harvey Kellogg. Unter der Leitung von dem fähigen Arzt John Kellogg. And so while they were back in America, Kellogg had to give him very bad news. Aber als sie dann zurück waren in Amerika, musste Kellogg ihm sehr schlechte Neuigkeiten sagen. This was the kind of tuberculosis that was sure to kill his daughter. Das war die Art von Tuberkulose, die ganz sicher tödlich ausgehen wird. In fact, he warned Jane Andrews, stay away, because you might get the same thing. Er warnte Andrews sogar und bat ihn, wegzubleiben von seiner Tochter, denn er könnte sich anstecken. That would not stop a father's love, and so he cradled her in his arms as she Aber died. das stoppt natürlich die Liebe eines Vaters nicht und deswegen umarmte er sie. He buried her next to his mother before he went back to Europe, Und bevor his wife. er wieder zurückging nach Europa, musste er seine Tochter neben der Mutter und seiner Frau begraben. Now Jane Andrews had renewed and increased reason for hoping for the soon return of Jesus. Und jetzt hatte Andrews wieder einen erneuten Grund, um auf das baldige Kommen Jesu zu hoffen. He went back and worked harder than ever. Er ging zurück und er arbeitete härter als je zuvor. Ellen White wrote him several letters of admonition that he was working too hard. Und Ellen White schrieb ihm einige Briefe und hat ihn gewarnt und hat gesagt, du arbeitest zu hart. Some of her strongest testimonies to Jane Andrews were from that time. Und einige ihrer stärksten Zeugnisse damals an John Andrews waren eben von dieser Zeit. He repented for some of the mistakes that he had made. Er entschuldigte sich für einige Fehler, die er damals gemacht hatte. She also had a little bit of personal advice. Und sie schrieb ihm aber auch einige persönliche Ratschläge. It might be good for you to get remarried because it might help you to be more temperate. Und sie schrieb ihm, es könnte dir vielleicht helfen, wenn du wieder heiraten würdest, weil dann hättest du würdest du wieder ins Gleichgewicht kommen. He didn't think that was a good idea. Aber er dachte nicht, dass das eine gute Idee war. He kept translating and working harder than ever. Er übersetzte weiter und er arbeitete härter als je zuvor. What's very interesting to me is that after this, he began to have the same kind of cough that Mary had, the cough of tuberculosis. Und was für mich so interessant ist, nach dem Ganzen fing er an, denselben Husten zu haben, den Mary auch hatte. Andrews realized that he was going to die. Und Andrews begriff, er müsste sterben. There was a diary that was found that Marcus Kutschbach, a friend of mine, shared with me some material. Und es gibt da so ein Tagebuch, das gefunden wurde, und Markus Kutschbach hat das mit mir geteilt. It was one of the early workers that was working with John Evans Andrews. Es gab da einen Arbeiter, der früher mit Andrews zusammengearbeitet hat. In the diary, it recorded how Jane Andrews would come downstairs to the kitchen and he would begin to cry. In dem Tagebuch, da stand, wie John Andrews runterkam in die Küche und er fing an zu weinen. His throat was so swollen that he couldn't get even the softest of bread down his throat. Sein Hals war so angeschwollen, dass er noch nicht einmal das weichste Brot runterschlucken konnte. The reason he was crying, Und der Grund, warum er weinte, because he knew if he could just get a little bit more nutrition, that he would live longer and be able to do just a little bit more work for the Lord. der Grund war der, dass er wusste, wenn er ein bisschen Nahrung zu sich nehmen könnte, dann könnte er länger leben, etwas länger leben, um mehr Arbeit zu tun. That was the kind of person he was. Das war die Art Mensch, die er war. Then that same diary records the day that he died a short while later. Und in demselben Tagebuch, da steht es auch über den Tag, an dem er kurze Zeit später starb. He knew that his time was close. Er wusste, dass seine Zeit nah war. He couldn't talk anymore. Er konnte nicht mehr sprechen. And he motioned to some of the workers there to please bring him a pen and paper. Und er zeigte mit Gestiken einem seiner Arbeiter, dass sie ihm bitte ein Stück Papier und einen Stift bringen sollten. They knew that his time was short as well. Und sie wussten auch, dass seine Zeit sehr kurz war. They wondered what could possibly be on his mind. Und sie fragten sich, was könnte wohl in seinem Kopf vorgehen. And that's when he wrote on the piece of paper, you see, as he was dying,
Und das ist es, als er auf dieses Stück Papier schrieb. He remembered that he still had some money he hadn't done anything with. Als er so im Sterben war sozusagen, dann erinnerte er sich daran, dass er noch Geld übrig hatte. It wasn't very much, Es war nicht viel, but he willed it to the European mission. aber er wollte, dass es die europäische Mission bekommt. See, on his deathbed, as he lay there dying, Auf seinem Sterbebett, als er da im Sterben liegt, his last dying thought was, "What more can I give?" war sein letzter Gedanke, was gibt es noch, was ich geben könnte? And he remembered something. He wanted to make sure he did it. Und er erinnerte sich an etwas und er wollte sicher gehen, dass er das tut. That's the kind of pioneers that founded this church. Das ist die Art von Pionieren, die unsere Gemeinde gegründet haben. I can tell you, they made their fair share of mistakes, Sicher, sie haben viele Fehler gemacht, but their heart was in the right place. aber ihr Herz war an der richtigen Stelle. They loved Jesus, Sie liebten Jesus and they wanted to do everything they could, und sie wollten alles tun, was in ihrer Macht stand, even if necessary, to give their lives. selbst wenn es bedeuten würde, dass sie ihr Leben dafür geben müssten. So we have big shoes to fill. We have big shoes to fill, to walk in. Ja, wir haben also große Spuren, in denen wir nachgehen können. But I want to challenge you Ich möchte euch herausfordern. to ask yourself, Fragt euch selber, what more can I give? was mehr kann ich geben? Like Jane Andrews had asked himself, would I be faithful even unto death? So wie John Andrews sich selbst gefragt hatte, würde ich treu bleiben bis zum Tode? God bless you. Amen. Gott segne euch. Amen.